Herzlich willkommen bei Beidas. In diesem Video geht es um den Philips Fusselrasierer GC026, den ich schon seit ca. 3 Jahren besitze. Mit diesem Gerät können störende Fussel oder Knötchen aus der Kleidung entfernt werden. Neben dem Fusselrasierer selbst sind eine Bürste zum Saubermachen, 2 Batterien und eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang. Das Gerät sieht meiner Meinung nach gut aus und ist auch in weiteren Farben erhältlich. Ich habe mich für die Variante in Blau entschieden. Es liegt angenehm in der Hand und ist einfach gehalten. Bevor ich es gleich einschalte, zeige ich noch kurz, wo die Batterien eingelegt werden. Außerdem gibt es noch eine Schutzkappe, die nehme ich ab und lege los. Das Gerät hat gut und sauber gearbeitet, wobei es für mich etwas zu laut war. Das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Der untere Bereich, der jetzt zu sehen ist, wurde nicht bearbeitet. Im Vergleich dazu seht ihr den oberen Bereich, der bearbeitet wurde. Der Unterschied zu vorher ist klar zu sehen und das Ergebnis spricht für sich. Nachdem man mit der Arbeit fertig ist, sollten die Batterien entnommen werden, um anschließend das Gerät zu säubern. Falls der Fusselrasierer für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien draußen bleiben, um ein Auslaufen zu vermeiden. Jetzt wird der Behälter ausgeleert und anschließend der Rasierbereich gesäubert. Außerdem habe ich noch einen Tipp für euch, der nicht so viel Beachtung findet, wie ich finde. Es geht darum, dass die Messerschutzhülle nicht zu fest gedreht werden sollte. Denn dadurch entsteht eine größere Reibung zwischen den Messern und der Messerschutzhülle, was wiederum zu einer schlechteren Schneidleistung führen kann. Deshalb sollte die Messerschutzhülle nach dem Festdrehen so weit gelöst werden, bis das Messer sich nicht mehr mitdreht. Dadurch erhält man eine optimale Schneidleistung. Ich zeige es noch einmal. Das Messer hier dreht sich jetzt beim Lösen der Messerschutzhülle bis zu einem gewissen Grad. Genau dann, wenn das Messer sich nicht mehr mitdreht, hat man die perfekte Einstellung gefunden. Weiter geht's mit dem Pro- und Contra-Vergleich. Auf der Pro-Seite haben wir die Schneidleistung, das Design und die Handhabung, einen günstigen Preis von ca. 10 Euro und nicht zu vergessen ein Gerät, das die Lebensdauer von Kleidung verlängern kann und somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Auf der Contra-Seite finden wir die etwas zu hohe Lautstärke und den Aspekt, dass es keine Ersatzteile wie zum Beispiel Ersatzmesser zu kaufen gibt. Wobei ich das Gerät schon häufig benutzt habe und die Messer immer noch scharf sind. Alles in allem ist es meiner Meinung nach ein gutes Gerät für wenig Geld, das Kleidung mit wenig Aufwand aufwerten kann. Dadurch wird Kleidung länger getragen und somit der Umwelt geholfen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.